Moin Moin und herzlich willkommen auf der TWS Baustelle. In diesem und einigen kommenden Videos möchte ich euch am Bau meines aktuellen Großprojektes teilhaben lassen. Genauer gesagt einer Fantasy-Stadt auf einer 90 x 90 cm großen Spielplatte. Ich arbeite ja derzeit an meinem neuen Spielplattenbuch, das im vergangenen Jahr dank vieler TWS-Zuschauer über Kickstarter finanziert wurde. Über den aktuellen Produktionsfortschritt informiere ich seitdem ja regelmäßig in extra Video-Diaries. Aber ich dachte mir, dass es sicherlich für alle TWS-Zuschauer spannend wäre, beim Bauen einer besonders aufwendigen Spielplatte fürs Buch zuzuschauen. Zumal die geplante Fantasy-Stadt erst nach und nach in den nächsten Monaten entstehen wird. Und ihr könnt sogar mehr als nur zugucken und dürft einige Details auf der Platte mitbestimmen. Ansonsten werden diese Videos aber keine klassischen Tutorials sein. Die einzelnen Schritt-für-Schritt-Anleitungen sind natürlich fürs Buch vorgesehen. Stattdessen möchte ich euch einen kleinen, aber feinen Blick hinter die Kulissen sowie allen Kickstarter-Unterstützern und Late Pledge-Teilnehmern natürlich einen großen Vorgeschmack aufs Buch bieten, in dem natürlich noch weitere Spielplatten gebaut werden. Warum überhaupt eine Fantasy-Stadt? Nun, in einer Umfrage zum Buch hatten sich viele Teilnehmer eine Spielplatte zu Frostgrave gewünscht. Und was passt da besser als eine Fantasy-Stadt? Genau. Meine Grundüberlegung war, eine feste 90 x 90 cm Platte zu bauen, auf der verschiedenes Gelände unterschiedlich angeordnet werden kann. Hauptsächlich natürlich Gebäude, die mal intakt und mal zerstörte Ruinen sind. Mit intakten Gebäuden ließe sich die Platte dann auch zum Beispiel für Freebooters Fate und Moonstone nutzen. Mit Ruinen dann zum Beispiel auch für Mordheim. Um diese Flexibilität zu gewährleisten, wird es entsprechend keinen Schnee auf der Platte geben. Dafür aber einen Kanal mit mindestens 2 Brücken, der die Spielfläche etwas unregelmäßig durchschneidet. Und jede Menge Höhenunterschiede, denn ich möchte in der Fantasy-Stadt echtes 3D-Feeling aufkommen lassen. Der Untergrund besteht daher aus 10 cm dicken Styroporplatten, die sich übrigens ganz wunderbar und freihand mit einem Heißdrahtschneider zuschneiden lassen. Hartschaumplatten sind ja deutlich fester und verzeihen im Freihandschnitt weniger Fehler. Obendrein ist Styropor billiger. Mit weiteren Styroporplatten von 2 und 4 cm Stärke wird dann nochmal mehr in die Höhe gebaut. Aber damit nicht genug. Drehen wir mal die Platte um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn, denn hier soll beispielsweise ein Tunnel zum Kanal entstehen. Eine schmale Treppe führt zunächst von der Hauptebene hinab zu einem kleinen Raum, von dem dann ein Tunnel zum Kanal abgeht. Im Wasser wird es dann Möglichkeiten geben, um auf die andere Uferseite zu gelangen. Einfach, um neben den Brücken noch eine weitere Alternative zum Überqueren des Wassers zu haben. Das Styropor wird übrigens mit Fliesen und Ziegeln aus Hartschaum verkleidet. Hierzu habe ich mir 1 cm hohe Ziegel in 3 unterschiedlichen Tiefen und diversen Breiten zugeschnitten. Außerdem Fliesen zwischen 1 x 1 cm und 2 x 2 cm in den unterschiedlichsten Proportionen. Keine Ahnung, wie viele Bauteile das sind, aber gefühlt dürften es etwa 10.000 Fliesen und Ziegel sein. Naja, haben ist halt besser als brauchen. So, und während ich nun in den kommenden Wochen alles verbasteln werde, kommt ihr ins Spiel. Welche Farbgebung soll die Spielplatte bekommen? Warme und helle Farben für ein eher freundliches Fantasy-Setting? Oder lieber düster mit vielen Grau- und Brauntönen? Oder habt ihr einen ganz anderen Vorschlag? Bedenkt dabei aber bitte, dass es nicht zu speziell werden darf, damit die Platte für möglichst mehrere Spielsysteme genutzt werden kann. Ich freue mich auf eure Meinungen und Vorschläge, in ein paar Wochen gibt es dann auch das bemalte Ergebnis zu sehen. Wir sehen uns aber natürlich schon nächsten Freitag. Bis dann!